In diesem Video bekomme ich in jedem Chunk einen zufälligen und dauerhaften Effekt. Da es natürlich nicht nur positive Effekte gibt, kann das sehr plötzlich sehr gefährlich werden. Kann ich es schaffen, so Minecraft durchzuspielen und mit random Effekten den Enderdrachen zu besiegen? Los geht's und ich starte direkt schon mit einem Effekt, den ich auch sehe, denn ich habe diesen Schleim-Effekt und den habe ich in diesem Chunk einfach unendlich lang. Und wenn ich mir jetzt einfach mal die Chunk-Borders anzeigen lasse, kann ich hier in den nächsten Chunk gehen und bekomme hier zum Beispiel Resistance. Und das ist auch überhaupt kein Problem, aber es gibt auch Effekte wie Wither, wie Instant Damage. Es gibt einiges, was mich heute stören könnte. Aber was ich übrigens noch nicht erwähnt habe, Mobs bekommen auch diese Effekte. Das heißt, da hinten haben wir offensichtlich einen Chunk mit dem Glowing-Effekt, denn da sehe ich einfach Mobs durch die Wand leuchten. Und da hinten auch nochmal. Die Chunks kann man sehr gut von weitem schon erkennen. Jetzt schaue ich erstmal, wo ich hier überhaupt bin, habe aber super Angst, mich irgendwie schnell zu bewegen, denn ich bekomme halt in jedem Chunk einen Random-Effekt. Und wenn ich in einem Chunk Instant Damage habe und einfach da reinlaufe, dann kann das auch ganz schnell einfach mein Ende sein. Hier war gerade kurz Blindness, aber noch geht das alles. Noch ist es nichts, was mir wirklich schadet. Ein bisschen blinkenden Darkness-Effekt, super stressig. Und Feuerschutz war hier ganz kurz. Moment, hier ist Feuerschutz. Hier stehe ich an so einer Ecke, denn hier haben wir schon wieder Instant Health. Und ich denke gerade, wenn ich sowas beim Enderdrachen hätte, wäre das ja unglaublich hilfreich. Oder Moment, nein, das würde bedeuten, dass ich es eigentlich nicht schaffen kann. Denn Mobs bekommen den Effekt ja auch. Okay, ich bin so gespannt, wie das im Nether oder End wird. Ich versuche jetzt mal hier rüber zu schwimmen. Muss aber auf meine Effekte achten. Aber hier ist noch alles super. Sogar etwas schneller. Jetzt sollte ich hier erstmal auch langsam auf Holz gehen. Und dann hoffe ich mal, dass das hier nicht auch nur eine kleine Insel ist, wie die, auf der wir gestartet sind. Sondern, dass wir hier hoffentlich auch ein Dorf und sowas finden. Da ist direkt ein Dorf. Kein Plains-Dorf, hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Aber das passt genauso. Und da ist auch direkt ein Lavasee. Okay, hier sieht es richtig gut aus. Ich habe nur auch wirklich Angst vor den Effekten natürlich, denn die können mir alles versauen. Wenn auf dem Lavasee zum Beispiel ein Wither-Effekt liegt, dann kann ich da nicht so gut mein Portal gießen. Moment, hatten wir hier nicht irgendwo eben noch Haste? Dann könnte ich damit mal meine Steine abbauen eigentlich. Aber hier finde ich das jetzt gerade nicht wieder. Und hier ist Wither. Oh mein Gott, ich muss hier raus. Ich habe es auch gerade kurz vorher gesehen, die Schildkröte kriegt einfach Schaden. Die Arme. Wenn du keinen Schaden vom Wither-Effekt bekommen willst, dann lass doch jetzt mal ein Like und ein Abo da. Würde ich mich sehr freuen und du verpasst keine weiteren Videos mehr. Und jetzt möchte ich wirklich mal gerne Steine abbauen. Und ich glaube, ich sollte einfach die paar Steine so abbauen und nicht erst einen Haste-Chunk suchen. Also gehe ich jetzt hier auf die Steine und dann crafte ich mir schon mal die Grundtools. Und jetzt möchte ich erstmal den Lavasee ausprobieren. Aber ich muss dran denken, hier war irgendwo Wither. Aber die Schildkröte bekommt erst da Schaden. Ich glaube, da fängt der Chunk erst an. Ja, genau, das ist der Wither-Chunk. Die lebt jetzt nicht mehr. Dann direkt auch bitte mal ein kleines RIP für die arme Schildkröte in die Kommentare. Jetzt hoffe ich, dass ich beim Lavasee keinen Wither-Effekt oder sowas habe. Und das sieht gut aus. Nur Glowing und Speed und mir wird ein bisschen schwindelig, wenn ich hier zu lange rumstehe. Aber da der Effekt dauerhaft ausgelöst wird, ist es gar nicht mal so schlimm. Das wackelt nur so ganz leicht. Okay, wir können hier also auf jeden Fall in den Nether gehen. Aber ich denke auch gerade, wenn ich im Spawn-Chunk im Nether direkt Instant Damage kriegen sollte, dann kann ich so schnell nicht in den nächsten Chunk, aber auch nicht mehr raus aus dem Nether. Ich merke gerade, wir brauchen heute definitiv auch einfach ein bisschen Glück. Jetzt probiere ich aber direkt mal das Dorf aus. Und ich sehe aktuell keine Dorfbewohner. Das ist kein gutes Zeichen, aber ich sehe ein Schaf. Ich schaue jetzt schon gerne nach Mobs, weil ich daran ja den Effekt sehen kann. Und wenn in einem Chunk nichts lebt, ist das erstmal nicht so vertrauenserweckend. Hier ist sehr dunkel. Ich sehe gar nichts mehr. Aber hier sieht es immer noch gut aus. Dann kann ich hier mal in die Truhe schauen und direkt mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Dazu noch ein paar Brote. Und hier ist einfach Instant Damage. Ich habe 4 Herzen. Deswegen läuft hier kein Dorfbewohner rum. Okay, ich darf nicht nochmal in diesen Chunk. Ich esse erstmal was. Ich möchte dringend erstmal regenerieren. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit mit Chunk Borders spielen. Das heißt, wir lassen das ab jetzt einfach mal, würde ich vorschlagen. Und wir schauen mal, dass wir hier außen rumkommen. Die Schafe leben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und der Eisengolem lebt auch noch. Hier ist Haste. Okay, hier hätte ich meine Steine abbauen können. Hier kann ich also direkt aber auch mal Holz abbauen. Und ein Bett nehme ich mir auch schon mal mit. Und der Eisengolem hat aktuell den Raid-Omen-Effekt, den ich jetzt auch habe und der, wenn ich den habe, einen Raid auslöst. Ich bin absolut nicht vorbereitet auf einen Raid und ich werde den definitiv jetzt nicht spielen. Ich glaube, ich hätte mir lieber schnell noch eine Hacke craften sollen. Mache ich auch jetzt einfach noch und dann baue ich wenigstens ein bisschen Weizen ab, hoffentlich. Ich muss echt ein bisschen aufpassen. Und hier ist Mining Fatigue, das ist nicht so praktisch. Okay, hier habe ich einen Health Boost, das kann mir natürlich helfen. Hilft aber auch den Pillagern. Ich baue jetzt schnell ein paar Weizenblöcke ab. Das ist super laut hier, aber ist mir jetzt egal. Und ich überlege gerade, ob ich den Raid vielleicht sogar irgendwie spielen kann. Und der Raid hat schon gewonnen. Es gibt keine Dorfbewohner mehr. Ich glaube, die sind gerade alle aus Panik einfach in den Instant Damage Chunk gelaufen. So schnell kann man heute also einen Raid einfach auch verlieren.
Oh mein Gott, ich wollte nur kurz schlafen gehen. Aber das Bett möchte nicht, dass ich schlafen gehe. Zum Glück gibt es hier noch andere Betten. Und ich sollte aber dringend was essen, bevor ich hier weiterlaufe. Denn mit 3,5 Herzen wäre ich mit einem Tick Instant Damage direkt down. Jetzt können wir wieder weiter. Ich glaube aber auch, die Weizenblöcke reichen jetzt langsam. Und dann sollten wir erstmal genügend zu essen haben für heute. Jetzt suche ich den Eisengolem. Da hinten ist er. Er kämpft jetzt sogar gerade und leuchtet sogar. Das heißt, ich kann ihn gut sehen. Dann laufen wir mal darüber, denn ich brauche das Eisen. Perfekt. Und das Hühnchen, was gerade darüber gelaufen ist, ist einfach gestorben. Ich glaube, da laufe ich nicht rüber. Sondern ich crafte mir jetzt stattdessen lieber einen Eimer und einen Schild. Perfekt. Und dann können wir uns eigentlich jetzt direkt schon auf den Weg in den Nether machen. Aber hier möchte ich trotzdem nicht durch. Ich glaube, das ist auch derselbe Chunk von eben. Das heißt, ich laufe mal einen großzügigen Bogen außenrum. Einmal durch Haste durch und nochmal Instant Damage. Oh mein Gott. Und Vergiftung. Das war so knapp. Ich wollte gerade erstmal in Ruhe darüber laufen und bin gerade tatsächlich fast gestorben dabei. Ich habe mich richtig erschreckt, als ich da dann plötzlich noch Giftschaden bekommen habe. Okay, ich glaube, wir laufen lieber da außen rum. Hier sind mehrere Instant Damage Chunks. Und hier müsste ich dann rumkommen können. Das sieht gut aus. Und dann nähern wir uns endlich dem Lavasee. Das hat jetzt länger gedauert, als ich dachte. Und dann werde ich jetzt leuchtend hier ein Portal hingießen. Perfekt. Ich probiere es noch mit Holz anzuzünden, denn ich habe noch kein Feuerzeug. Und in der Zwischenzeit hole ich mir noch schnell ein bisschen Holz und ein paar Steine. Hier ist besser. Und es ist schon auch unpraktisch, wenn es dunkel ist. Aber das ist in Ordnung. Solange ich einfach keinen Schaden bekomme. Und das Portal ist sogar schon an. Und ich bin schon wieder in Instant Damage reingelaufen. Bin ich so unvorsichtig oder gibt es das einfach nur super oft hier gerade? Jetzt hier noch schnell ein paar Steine. Oh mein Gott. Oder auch nicht. Ich war schon wieder auf 2 Herzen. Ich glaube, ich hole mir die Steine lieber woanders. Einmal ein Creeper, aber der ist ja offensichtlich hier nicht gestorben. Und dann baue ich mir jetzt einfach mal ganz normal ein paar Steine ab. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Und wir gehen endlich jetzt mal rein in den Nether. Hallo Nether. Und da ist auch direkt ein Warp Forest und da stirbt ein Mob. Und da ist eine Festung. Moment. Das ist mega gut. Ich gehe aber noch mal einen Schritt zurück. Hier ist es leiser. Im Nether muss ich jetzt einfach noch mehr aufpassen. Vor allem auch noch in einem Basaltdelta. Hier kann man nicht so gut immer zurücklaufen. Aber ich würde jetzt, glaube ich, direkt mal rüber zur Festung gehen. Mit Feuerschutz. Das möchte ich gerne in der Festung bekommen. Das wäre mega gut. Jetzt crafte ich mir direkt mal ein Boot. Denn wir kommen auf dem Weg schon mal in den Warp Forest, glaube ich. Oder wir gehen hier auf die Festung. Die geht bis hier rüber. Hier ist wirklich beides direkt. Und hier habe ich immer noch Feuerschutz. Das heißt, es hört genau auf der Festung wahrscheinlich auf. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal rauf auf die Festung und ich habe direkt Schwäche bekommen. Da ist die erste Place. Ich hoffe, ich komme da jetzt rüber. Ich probiere es einfach mal. Noch sieht's gut aus. Und ich sehe nichts mehr. Da hat meine Aussage auf jeden Fall gerade viel zu gut gepasst. Jetzt sind die endlich mal weg. Und du auch. Und ich habe direkt die erste Place Rock bekommen. Ich möchte mal kurz nochmal was sehen. Das kann für die Übersicht nicht schaden. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Das ist ein Spawner. Den habe ich eben gar nicht gesehen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade 2 Herzen. Und da kommt ein Wither-Skelett. Ich laufe kurz und baue hier kurz hinter mir zu und esse erstmal was. Dann bin ich halt wieder im Dunkeln, aber hier fühle ich mich sicherer. Und dann gehen wir jetzt aber auch rüber zum Spawner hoffentlich. Keine Ahnung, was mich hier so an Effekten erwartet. Aber sieht erstmal nicht schlecht aus, auch wenn das keine gute Idee ist, mich mit Holz hier zuzubauen. Und hier ist Instant Health. Das ist gut, aber auch irgendwie nicht so gut, weil das haben die auch. Ich glaube, das ist gar nicht gut. Ich meine, wenn ich jetzt brenne, ist auch egal, aber ich kann die halt auch nicht wirklich besiegen. Das ist wirklich nicht gut. Ich krieg die einfach nicht umgehauen. Okay, ich höre nochmal kurz auf zu brennen, dann laufe ich erstmal hier raus. Oder bist du vielleicht in einem anderen Biom? Ich glaube schon. Sehr gut. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich vielleicht einfach keinen Schaden machen kann. Okay, dann suche ich jetzt erstmal einen anderen Spawner, würde ich sagen. Und ich bin unsichtbar. Und jetzt nicht mehr. Hier kommt ein Wither-Skelett. Und das droppt einfach ernsthaft direkt den Wither-Kopf. Das ist richtig krass. Hier haben wir eine Place mit Nachtsicht. Und sie droppt sogar die Blaze Rod, die zweite. Und das ist gar nicht gut. Hier ist der Wither-Effekt. Ich laufe nochmal kurz zurück. Das heißt, da komme ich jetzt nicht so gut lang. Aber wenn die Blazes hier runterkommen, dann können alle hier Schaden bekommen. Ich könnte aber auch versuchen, die Blazes hier rauszuschlagen, bis die Schaden kriegen und ich immer noch nicht. Dann habe ich quasi Feuerschutz eigentlich. Ich muss nur selber drin bleiben. Oh mein Gott. Andersrum können die mich hier auch rausschlagen. Aber so klappt das tatsächlich. Einfach Stück für Stück hier rausschlagen und dann können die Schaden kriegen und ich nicht. Und mein Schwert ist kaputt. Aber kein Problem, ich crafte einfach mal direkt am Place-Spawner ein neues Schwert. Dann baue ich jetzt einfach mal kurz den Spawner ab. Das ist nämlich hier gerade ganz schön chaotisch. Denn mehr Blazes brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Da ist schon die 7. Blaze Rod. Ich räume hier trotzdem noch auf. Und hier unten waren auch noch Blaze Rods. Ich habe einfach jetzt auf einmal 11. Ich glaube, wir sollten jetzt mal hier raus in den Warp Forest gehen und uns um Enderperlen kümmern. Also laufe ich einfach mal zurück.
Nur, dass ich hier schwebe, das finde ich gar nicht mal so gut. Das Gute ist, der Effekt hört ja hier in dem Chunk auch nicht mehr auf. Dann fliege ich halt jetzt hier rein. Und dann sollte ich hier auch wieder runterkommen. Aber trotzdem irgendwie super weird damit umzugehen. Ich fliege jetzt darüber. Ich mache das jetzt. Ich hoffe, das passt. Und dann landen wir wieder. Und dann habe ich hier den ersten Enderman mit Stärke sogar gerade. Und wir gehen rauf auf die Enderperlen. Und ich schwebe schon wieder. Ich muss erstmal kurz überlegen, was ich am besten mache. Da oben schweben auch Enderman. Da hätte ich drauf kommen können. Bevor ich jetzt hier runterfalle, schwebe ich aber lieber hier komplett nach oben. Und dann sind wir wieder safe. Das war sehr knapp gerade. Ich sollte dran denken, mich immer wieder voll zu essen, bevor ich irgendwo in einen neuen Chunk gehe. Da ist die 12. Enderperle. Ich hätte aber gerne noch die 13. Vielleicht hier mit Nachtsicht. Nachtsicht im Nether finde ich immer mega cool. Und es klappt auch direkt. Perfekt, die 13. Enderperle. Dann suche ich mir jetzt den Weg zurück zum Portal. Einmal hier runter. Und dann müssten wir jetzt schon ganz schön in der Nähe sein. Aber hier ist Gift. Ich glaube, das ist sogar der Gift-Chunk. Moment, hier ist gerade einiges. Ich sollte nach vorne gucken. Aber da sehe ich das Portal. Ich laufe einfach durch. Und dann gehen wir raus aus dem Nether. Zurück in die Overworld. Oh mein Gott. Der Wither-Effekt hat auch einfach gar nicht aufgehört, weil ich ihn von einem Wither-Skelett bekommen habe und nicht von dem Chunk. Jetzt crafte ich mir aber erstmal 7 Enderaugen. Und wir schauen, in welche Richtung wir müssen. Da hinten geht's lang. Allerdings ist der Chunk, glaube ich, schwierig. Droppt. Ich probiere es mal aufzusammeln. Doch, hier geht's noch. Okay, dann habe ich das falsche in Erinnerung. Und dann laufen wir jetzt durch extrem viele Chunks und suchen den Stronghold. Und ich fahre jetzt einfach geradeaus. Ich hoffe, wenn ich in einen Chunk komme, der mir Instant Damage gibt, dass ich das überlebe. Aber mit einem Boot sollte ich doch, glaube ich, schnell genug sein, oder? Und bisher sieht das noch ziemlich gut aus. Kurz den Wither-Effekt, aber alles in Ordnung. Da sieht es nicht so gut aus. Da laufe ich vielleicht nicht weiter. Ich möchte eigentlich aber sowieso nicht hier mitten über den Berg. Und wo ich gerade Hero of the Village habe, denke ich, dass ich ja auch noch Pfeil und Bogen brauche. Vielleicht finden wir ein Dorf mit Hero of the Village statt Instant Damage. Das wäre zum Traden deutlich besser. Da ist ein Dorf. Jetzt bin ich sehr gespannt auf die Effekte der Chunks in diesem Dorf. Oh mein Gott, wie oft bin ich heute noch auf einem Herz? Das fängt schon wieder gar nicht gut an. Lauf bitte nicht in diesen Chunk. Ich muss erstmal wieder was essen, sonst darf ich nämlich auch keine Sekunde in diesen Chunk laufen. Pass auf, wo du hinläufst. Das kann in die Richtung ziemlich gefährlich werden. Und es gibt einen neuen Raid. Das ist wirklich nicht gut. Aber Moment, wenn ich hier dauerhaft stehe, dann startet der Effekt immer wieder von vorne. Das heißt, solange ich in diesem Chunk stehe oder zumindest alle 30 Sekunden in diesen Chunk laufe, startet auch kein Raid, oder? Problem ist, ich brauche noch Flint. Aber ich kann ja auch immer wieder kurz raus aus dem Chunk. Ich muss nur alle 30 Sekunden wieder reinlaufen. Aber das ist, glaube ich, trotzdem zu weit da hinten. Hier ist eine Schmiede. Schaffe ich da noch kurz reinzuschauen? Das müsste passen. Da haben wir Diamanten und ich schwebe gerade. Das ist ein bisschen unpraktisch jetzt tatsächlich. Kann das bitte aufhören? Danke. Ich muss nämlich wieder zurücklaufen. Aber damit könnte ich mir direkt mal ein Dia-Schwert craften. Und da sehe ich Flint. Da unten links. Das heißt, ich laufe nochmal frisch hier rein. Und dann muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich möchte einfach nur 2 Stück haben. Und dann wieder raus hier. Und wieder rein in den Chunk. Das passt. Ich habe noch 12 Sekunden. Richtig locker. Das heißt, ich kann mir jetzt in Ruhe Flint da rausholen. Und dann können wir gleich traden. Ich muss nur einmal ein paar Jobs freimachen. Dann hole ich mir schon mal ein bisschen Holz. Und dann tradest du mir direkt richtig. Mega gut. Die ersten Pfeile und weitere Emeralds für weitere Pfeile. Dazu noch einen Bogen. Und dann einfach noch mehr Pfeile. Und dann kann jetzt auch in Ruhe hier der Raid beginnen. Und mir ist das komplett egal. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Und rennt nicht in den Chunk da hinten. Der hilft euch nämlich nicht weiter. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus hier. Und schwebe aus dem Dorf rein in Gift. Das ist nicht so gut. Dann wird es jetzt nochmal Zeit fürs nächste Enderauge. Es fliegt deutlich weiter links, aber das kann auch sein, dass es daran liegt, dass ich um den Berg gelaufen bin. Hier gibt es Instant Damage. Da laufe ich lieber wieder außen rum. Das nächste Enderauge fliegt wieder zurück. Wir sind schon da. Und da oben fliegen einfach Schafe. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, ich grab mich genau hier runter. Hier haben wir auch gerade keinen negativen Effekt. Und da haben wir auch schon den Stronghold. Und ich mache mich mal auf die Suche, den Portalraum zu suchen. Hier ist eine Truhe, da kann ich auch reingucken. Und da haben wir einen neuen Helm drin. Wird dann auf jeden Fall mal Zeit, den Kopf auszutauschen. Sieht auch, finde ich, besser aus. Und hier ist Instant Damage. Ich wollte gerade noch sagen, je länger ich hier rumlaufe, desto gefährlicher. Die Frage ist nur, ob es gut ist, dass ich da jetzt nicht lang kann. Denn wenn ich da lang muss, muss ich mich drumherum graben wahrscheinlich. Wir sind natürlich unter der Erde. Und ich hoffe, ich muss nicht mehr lange suchen, denn das ist ziemlich gefährlich. Was ist denn hier? Einfach noch 2 Diamanten. Und da sieht es nicht mehr so gut aus. Ich möchte trotzdem in die Truhe reinschauen. Von hier aus komme ich da auch dran. Mega gut. Und meine Rüstung wird immer vollständiger. Nur, dass hier überall der Wither-Effekt kommt, wenn ich hier lang laufe. Aber da hinten geht es tatsächlich relativ vielversprechend weiter. Soll ich einfach durchlaufen? Ich laufe jetzt einfach durch. Ist ja kein Instant Damage. Ist nur der Wither-Effekt.
Ich laufe einfach weiter. Und dann sind wir raus da. Nochmal in Gift rein. Oh mein Gott, ist das ein Chaos hier gerade. Kann ich bitte wieder raus? Jetzt bin ich draußen. Aber hier ist eine Sackgasse, also laufe ich wieder rein. Und wieder durch den Wither-Effekt, denn da ging es überhaupt nicht weiter. Und ich fürchte, ich muss wieder nach oben. Also nochmal rein da. Und hier ist überall der Wither-Effekt. Moment, ich muss hier weg. Und das Skelett kriegt keinen Schaden durch den Wither-Effekt, weil das untot ist. Das ist ja mega nervig gerade. Weg mit dir. Ich muss mal kurz was essen. Okay, ich fürchte, das war alles umsonst. Ich muss wieder hoch durch den Wither-Effekt und zurücklaufen. Hat aber alles gepasst. Ich glaube, langsam wird es Zeit, mich hier überall durch die Wand zu graben. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Das ist schon mal sehr gut. Und das ist tatsächlich auch einfach der Portalraum. Wie gut ist das denn? Und hier ist Instant Damage. Wieso ist ausgerechnet im Portalraum Instant Damage? Das erklärt aber auch, warum ich da vorher nicht hingekommen bin. Ich vermute mal, das war genau die Treppe, die ich nicht runterrennen konnte. Es fühlt sich gerade so komisch an, mich hier einfach am Rand entlang zu graben. Und jetzt bekomme ich natürlich auch noch Abbaulähmung. Ich könnte aber nochmal testen, ob das hier vielleicht schon ein anderer Chunk ist. Ist es. Hier bekomme ich nur Schwäche. Weg mit euch. Und den Spawner abbauen. Und erst nochmal kurz was essen, bevor ich mich überhaupt bewege, denn wir haben hier einen Instant Damage Chunk. Aber ich komme auf jeden Fall schon mal ans Portal ran, selbst wenn da teilweise Instant Damage drüber liegt. Und wir haben ein Enderauge drin, dann crafte ich mir direkt noch 5 und schaue aber erstmal, wo ich hinlaufen darf. Ich glaube, der fängt irgendwann hier an. Ja, ich darf nicht mehr die Treppe runterlaufen, aber das möchte ich auch nicht, denn ich möchte jetzt ins End. Ich aktiviere das Portal. Nice! Wir haben mehr als genug Pfeile. Ich habe Schwäche und bin jetzt aber sehr gespannt, welchen Effekt ich im End bekommen werde. Wenn das jetzt Instant Damage ist, ist die Challenge einfach direkt vorbei. Also brauchen wir jetzt einmal Glück. Aber es ist ja nicht besonders viel Glück, was wir brauchen. Es darf nur nicht Instant Damage kommen. Ich habe sogar Enderperlen. Das heißt, ich könnte auch mit Wither-Effekt oder so noch locker überleben. Auf jeden Fall wird es jetzt Zeit und wir gehen rein in den Endfight. Hallo End. Und ich habe Water Breathing. Und so viel zum Thema, ich könnte locker überleben. Wenn ich jetzt den Wither-Effekt hätte, hätte ich, glaube ich, das Ganze nicht mehr überlebt. Erstmal schön mit Water Breathing nach oben. Und ich könnte mir eigentlich noch meine Rüstung voll machen. Ich habe doch noch genug Eisen. Dann weiter nach oben und wir sind rauf auf der Endinsel. Da hinten haben wir Glowing. Ich möchte auf jeden Fall relativ schnell rausfinden, was in der Mitte für ein Effekt ist. Denn das ist heute ziemlich entscheidend. Aber bisher noch kein Effekt, der mir Schaden macht. Und in der Mitte haben wir Absorption und Langsamkeit. Okay, aber das geht. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Das muss ich markieren. Hier ist irgendwo ein Instant Damage Chunk. Natürlich muss jetzt wieder ein Viertel der Mitte Instant Damage sein. Warum? Ich baue hier direkt so für mich markiert, dass ich da nicht mehr rübergehe. Der fängt doch wirklich hier an, oder? Ja, der fängt genau auf dem Block an. Ich darf niemals über diese Linie kommen. Und der Drache kommt in die Mitte, aber das ist mir jetzt gerade erstmal noch egal. Und mein Schild ist kaputt. Ich crafte mir mal schnell einen neuen. Und dann finden wir jetzt raus, bis wohin der Chunk geht. Und genau bis da darf ich laufen. Das wird jetzt alles markiert. Und dann ist genau das der Sperrbereich für heute, wo ich gar nicht mehr reinlaufen möchte. Dann fangen wir jetzt mal an und gehen auf die Endcrystals. Damit haben wir, glaube ich, alle. Und der Drache kommt in die Mitte. Also rein da und dann mit Dia-Schwert rauf auf den Kopf. Und dann kommt der Drache wieder in die Mitte. Ich gehe durch den Chunk rein da. Das war ein bisschen knapp, würde ich sagen. Und dann hat er weniger als die Hälfte seiner Leben. Und er fliegt nochmal los. Und ich glaube, ich werde von einem Enderman verfolgt. Setz dich bitte ins Boot. Und lass mich in Ruhe. Und der Drache hat aber wirklich kaum noch Leben. Noch ein paar gute Treffer landen. Und er kommt wieder in die Mitte. Rein da. Und dann wieder rauf den Kopf. Und damit ist der Ender-Drache down. Er implodiert und wir haben es geschafft. Nice. Dann hätte ich gerne noch das Drachenei. Das landet nicht in diesem Chunk. Perfekt. Meins. Nice. Und dann haben wir es geschafft. Sind durch extrem viele Chunks gelaufen, haben es aber überlebt und so den Enderdrachen besiegt. Nice.